In diesem Airbrush-Tutorial zeigt euch Anja, wie sie einen perfekten Burger sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Zunächst legt sie den Hintergrund an. Ich nehme an, das ist ein Sepia von Schminke. Die Farbe liefere ich euch wie immer nach. Nachdem sie ein bisschen was abgeklebt hat, wie ihr seht, legt sie jetzt hier die Tomaten an. Das war übrigens keine gute Idee, den Burger zu sprühen, sage ich euch, weil ich habe ständig Hunger bekommen. Hier geht es dann weiter mit den Tomaten im Hintergrund. Die sind ein bisschen unscharf, deshalb hat sie da auch nichts abgeklebt. Alles, was im Vordergrund ist, hat natürlich eine schärfere Kante, beziehungsweise eine scharfe Kante, und da hat sie das Ganze eben abgeklebt. Sie geht hier dichter dran, damit nicht so viel Sprühnebel in die andere Gegend kommt, die eben nicht abgeklebt ist. Und jetzt legt sie hier auch schon direkt die Schatten an. Das ist hier übrigens ein Burger Surprise, also bleibt unbedingt dran. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Deshalb habe ich vorhin auch einen Teil ausgeblurrt. Jetzt geht es hier ein bisschen mit Radierarbeit weiter. Die Tomaten haben natürlich auch ein paar Glanzlichter, die Tomatenscheiben, und oben links die Tomate ebenfalls. Jetzt demaskiert sie schon mal die Tomaten und maskiert gleich nochmal neu, weil unten geht es dann weiter mit dem Brett, wo der Burger draufsteht. Um die Furchen im Brett einzuarbeiten, hat sie, denke ich, hier auch ein dunkleres Sepia genommen oder Sepia-Grau. Ne, kann auch ein Schwarzgemisch sein. Wie gesagt, ich liefere euch noch die Farbe nach. Auf jeden Fall hier arbeitet sie schon mal mit einem Pinsel vor und gleich wird das nochmal überbrushed, damit das wieder eine zusammenhängende Fläche gibt. Ihr seht das Video wieder in 10-facher Geschwindigkeit, also relativ flott. Ich habe sehr viel Rohmaterial von Anja bekommen, also ich glaube, es waren auch schon über 5 Stunden, abzüglich der Pausen, wenn nicht sogar 6 Stunden tatsächlich. Also sie war diesmal sehr, sehr lange dran. Ne? Und es gibt auch später noch, wie gesagt, einmal eine Überraschung. Und es wird noch ein cooles Kurzvideo diesbezüglich kommen, also freut euch schon mal darauf. Und übrigens, Anja war sehr, sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Ich hätte mich das nicht getraut, vor allem bei so viel Arbeitszeit. Sie hat diesmal keinen Karton verwendet. Ich glaube, sie hatte gar keinen und sie hätte einen vorher besorgen müssen. Ja, und das hat sie eben nicht, sondern sie hat wirklich Skizzenpapier verwendet. Und all das, was ihr hier seht, hat sie wirklich auf ein sehr dünnes Skizzenpapier gemacht. Auch die Abklebarbeiten. Ich hätte mich das, wie gesagt, nicht getraut. Ja, und was soll ich sagen? Ein bisschen hat sie es auch zwischendurch bereut. Sie hat doch zwischendurch mal ein bisschen geschwitzt, ob sie denn überhaupt den Maskierfilm wieder problemlos entfernen kann. Ja, und was soll ich sagen? Es gab die ein oder andere Stelle, wo es doch problematischer war. Und vor allem, auch wenn ihr das nachmachen möchtet, ich empfehle euch wirklich ausdrücklich eher Karton, denn ihr radiert ja auch hier viel bei dem Werk wieder. Und es kann durchaus sein, dass, wenn ihr zu viel radiert, das Papier kaputt geht und ihr Löcher da drin habt. Ja, wie vorhin angekündigt, ne, geht es jetzt weiter hier mit den Baumstamm, wollte ich sagen, genau, mit dem Brett auf jeden Fall. Und der hat ja so eine coole Holzoptik, vor allem so eine Rindenoptik auch.
Und da wird jetzt Anja mit der Airbrush-Pistole drüber gehen, wie ihr seht, und gleich die ganzen einzelnen Linien, die sie vorher mit einem Pinsel angelegt hat, eben in Verbindung bringen. Ach, und mittlerweile habe ich jetzt auch die Farbe gefunden tatsächlich, wie versprochen. Ich habe es ja auch versprochen nachzuliefern. Ging schneller als gedacht. Und hier beim Burger Surprise, wo wir gerade sind, haben wir beim Hintergrund 8-mal Wasser, 4-mal Brasilbraun und 4-mal Schwarz. Bei den Tomaten 6-mal Wasser, 4-mal Brillantrot. Danach diese Mischung noch ein Mühschwarz reinpacken für die Schatten, wenn ich das richtig lese. Genau. Beim Holz ist das einmal Pinsel, 10-mal Wasser, 3-mal Schwarz und mit der Airbrush-Pistole 4-mal Wasser und 2-mal Schwarz. Im Hintergrund gibt es auch noch gelb-orange Flecken. Dafür hat sie 3-mal Wasser genommen und 2-mal gelb-orange. Und hier jetzt beim Holz 3-mal Wasser plus 2-mal Sienna für die gelben, für die gelben Bereiche. 3-mal Wasser, 2-mal Sienna gebrannt für diese rötlichen Bereiche und 4-mal Wasser plus 2-mal Brasilbraun plus 1-mal Schwarz für die etwas dunkleren gelben Bereiche und 4-mal Wasser plus 2-mal Sienna nochmal für die helleren Bereiche. Für die Gurken im Hintergrund hat sie genommen 4-mal Wasser, 2-mal Olivgrün und 2-mal Basisgelb. Dann 4-mal Wasser, 3-mal Olivgrün und danach diese Mischung mit 1 Müh Schwarz. 1 Müh Schwarz bedeutet wirklich immer nur eine kleine Pinselspitze Schwarz nochmal rein. Um die Helligkeiten jetzt bei der Rinde wieder auszuarbeiten, und das hätte ich mich jetzt auch wieder nicht getraut, hat sie diesmal die härtere Seite vom Radierstift verwendet, vom Faber-Castell Radierstift. Ja, da sie auf dem Skizzenpapier arbeitet, muss sie hier auch wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Ansonsten ist es durch, ne? Und ihr macht das wirklich besser immer auf dem Karton. Ja, jetzt demaskiert sie erstmal wieder den Burger komplett. Jetzt wird gleich auch der Salat dran kommen und auch die Pommes im Vordergrund. Beim Salat hat sie jetzt 4-mal Wasser, 2-mal Basisgelb genommen, 4-mal Wasser, 2-mal Olivgrün und 4-mal Wasser, 2-mal Brillantgrün. Auch hier hat sie wieder abgeklebt, ne, damit es wieder eine scharfe Kante gibt. Bei den Farbe- und Wasserangaben handelt es sich übrigens um Tropfen. Das habe ich noch ganz vergessen, bevor die Frage kommt, wieder in Liter. Nein, es sind Tropfen. Die Helligkeiten radiert sie jetzt mal mit der weichen Seite vom Stift aus.
Ich muss jetzt gerade mal schauen, nicht, dass ich euch jetzt hier gerade was Falsches sage, es könnten auch die Gurken sein. Dann natürlich bitte die andere Farbmischung nutzen. Das sieht nämlich aus wie Gurke. Also sorry für die Verwechslung. Jetzt kommen die Pommes in den Vordergrund dran. Die Farbmischung habe ich euch ja schon bereits gegeben. Hier geht sie auch relativ weit weg vom Maluntergrund. Ne? Sind übrigens auch wieder alles Farben von Schminke. Wie immer verlinke ich euch die Materialien in der Infobeschreibung. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Es handelt sich dabei um Affiliate Links und ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteil. Vielen Dank dafür für diejenigen, die das schon bereits tun. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, dann vergisst bitte nicht zu abonnieren. Wir gehen jetzt stark auf die 1000 zu. Ich würde mich total freuen, wenn wir diese Woche die 1000 Abonnenten noch erreichen. Ihr unterstützt so mich und natürlich auch den Kanal. Vielen Dank dafür. Bis denn. Ja, und jetzt kommt das Patty dran. Ich wollte zuerst sagen, das Burgerbrötchen, aber stimmt nicht, sondern zuerst das Stück Fleisch.
Ja, und jetzt kommt das Brötchen ran, das obere, also den Bun. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Hier hat sie 4-mal Wasser plus 2-mal Sienna plus 1-mal Brasil Braun verwendet. Danach mit einem Müh schwarz, um die Schatten anzulegen, also wieder eine Pinselspitze schwarz. Danach 4-mal Wasser, 2-mal Sienna, 1-mal Sienna gebrannt für die rötlichen Stellen und 4-mal Wasser, 1-mal Basisgelb und 2-mal Sienna für die Körnchen. Ich soll euch sagen, das Brötchen ist leider auch ein bisschen dunkler geworden als gewollt von Anja. War zu lange im Ofen. Ja, jetzt sind wir beim Käse. Dafür hat sie 4-mal Wasser, 2-mal Basisgelb und 2-mal Sienna verwendet und 4-mal Wasser und 3-mal Olivgrün. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kriege immer bei dem Bild Hunger. Und der sieht doch echt saftig aus, oder? Hinterlasst es mir mal in den Kommentaren, wie ihr diesen Burger findet. Jetzt demaskiert sie erstmal alles auch wieder, ne? Und dann geht es gleich zum Feinschliff. Unter dem Brötchen legt sie jetzt die Schattenbereiche an, da geht sie auch relativ dicht dran mit der Airbrush-Pistole. Ach, zur Airbrush-Pistole, ich meine, sie nutzt jetzt hier die Evolution CR 2024. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Ich denke da aber mit 0,45 Düse. Und gleich kommen wir zur Überraschung. Seid schon mal überrascht auf jeden Fall. Der Burger Surprise wird denn aufgedeckt. Und jetzt ist es soweit. Der kleine Chefkoch ist da. Yay!
Da das kleine Bildchen hier von dem Chefkoch, oh, Entschuldigung, Frosch im Hals, ein bisschen, mein Gott, ein bisschen kleiner ist, ja, verwendet sie hier auf jeden Fall einen Stift, einen ja, kleinen Buntstift sozusagen, um ja, erstmal die Konturen anzulegen, und jetzt geht das einmal zu Grau über, ja, um die restlichen Schattierungen hier anzulegen von dem kleinen Mäuschen.